Tiamat ist eine der faszinierendsten Figuren der mesopotamischen Mythologie, die insbesondere in den sumerischen und babylonischen Schöpfungsmythen eine zentrale Rolle spielt. Als Verkörperung von Chaos und Urkräften wird Tiamat oft als Ursprung allen Lebens und gleichzeitig als Bedrohung der kosmischen Ordnung beschrieben. Ihre Geschichte wird vor allem im Enuma Elish, dem babylonischen Schöpfungsepos, erzählt. Tiamat ist in erster Linie eine Göttin des Meeres, die mit den Urgewässern assoziiert wird. Diese Gewässer, bestehend aus Süß- und Salzwasser, repräsentieren die Grundlage allen Lebens und zugleich die chaotischen, ungeordneten Zustände, die der Schöpfung vorausgingen. In der Mythologie wird sie oft als Drachen- oder Schlangenwesen dargestellt, das eine Vielzahl von monströsen Kreaturen zur Welt bringt. Tiamat symbolisiert eine ambivalente Kraft. Einerseits ist sie schöpferisch, da sie das Universum durch ihre Existenz ermöglicht, andererseits destruktiv, da sie Chaos und Gefahr für die Ordnung darstellt. Diese Doppeldeutigkeit macht sie zu einer komplexen Figur, die über Jahrtausende hinweg interpretiert und neu gedeutet wurde. Der Name Tiamat leitet sich vermutlich von dem akkadischen Wort Tamtu oder dem sumerischen Tiamat ab, was Meer oder Tiefe bedeutet. Es wird vermutet, dass sie eng mit den primären Elementen des Lebens verbunden ist. Die Rolle Tiamats im Enuma Elish. Das Enuma Elish, auch bekannt als das babylonische Schöpfungsepos, ist eine der wichtigsten Quellen über Tiamat. Der Text stammt aus dem 2. Jahrtausend vor Christus und wurde auf Tontafeln in Keilschrift verfasst. Er beschreibt die Entstehung der Welt, die Hierarchie der Götter und die Erhebung Babylons und seines Hauptgottes Marduk. Der Mythos beginnt mit Tiamat und ihrem Gefährten Apsu, die die Urgewässer darstellen. Gemeinsam stehen sie für die Elemente des Süß- und Salzwassers, die sich vermischen und das Potenzial für die Schöpfung bergen. Aus dieser Verbindung entstehen die ersten Götter, die jedoch bald Konflikte verursachen. Die jungen Götter, die aus Tiamat und Apsu hervorgehen, sind laut der Erzählung laut und störend, was Apsu dazu veranlasst, ihren Tod zu planen. Ea, Gott der Weisheit und ein Nachfahre Tiamats, erfährt von diesem Plan und handelt als erster. Er tötet Apsu und etabliert seine eigene Herrschaft. Dieser Mord an ihrem Gefährten ruft Tiamats Zorn hervor. Während sie zunächst zurückhaltend bleibt, wird sie von den anderen Göttern und ihrem Sohn und Verbündeten, Kingu, überzeugt, gegen die jüngere Göttergeneration Krieg zu führen. Tiamat erschafft dabei eine Armee von monströsen Wesen, darunter Drachen, riesige Schlangen und andere furchterregende Kreaturen, um die Rebellion anzuführen. Der Konflikt zwischen Tiamat und den jüngeren Göttern erreicht seinen Höhepunkt, als Marduk, der Sohn von Ea, sich bereit erklärt, die Bedrohung zu beenden. Als Bedingung für seine Hilfe fordert er jedoch die oberste Herrschaft über alle Götter. Diese Forderung wird akzeptiert, und Marduk macht sich bereit, gegen Tiamat anzutreten. Vor der Schlacht wird Marduk mit göttlichen Waffen ausgestattet, darunter ein Netz, das er nutzt, um Tiamat zu fangen. Er trägt einen mächtigen Bogen, Pfeile und ein scharfes Schwert. Marduk tritt Tiamat gegenüber, mit seinem Netz fängt er sie ein, und mit Hilfe seines Bogens schießt er einen Pfeil in ihren Bauch, was ihren Tod verursacht. Tiamats physische Darstellung ist im Enuma Elish und anderen Quellen nicht eindeutig beschrieben, was ihre Symbolik und Deutungsmöglichkeiten erweitert hat. In der Regel wird sie jedoch mit chaotischen und gefährlichen Kräften assoziiert, die häufig in Form eines riesigen Drachen oder einer Schlange verkörpert werden. Spätere Interpretationen, insbesondere in babylonischen und assyrischen Kunstwerken, stellen Tiamat oft als mächtigen Drachen dar. Diese Gestalt wird mit Unberechenbarkeit, Stärke und Bedrohung in Verbindung gebracht. Einige Übersetzungen deuten darauf hin, dass sie als große Meeresschlange gedacht war, was ihre Verbindung zu den Urgewässern und dem Chaos weiter unterstreicht. In einigen Texten und Darstellungen wird sie als ein Mischwesen beschrieben, das verschiedene tierische und reptilische Merkmale kombiniert. Diese Vielfalt spiegelt die Grenzenlosigkeit und Unkontrollierbarkeit des Chaos wider.
Die Symbolik von Wasser und Chaos, die in der mesopotamischen Mythologie durch die Figur der Tiamat verkörpert wird, ist faszinierend und tiefgründig. Tiamat steht nicht nur als eine der zentralen Göttinnen in der babylonischen Schöpfungsgeschichte, sondern auch als Personifizierung der Urgewässer, die als Ursprung allen Lebens betrachtet werden. Wasser nimmt in diesem Kontext eine doppelte Bedeutung ein, die sowohl die Schöpfung als auch die Zerstörung umfasst. Einerseits wird Wasser als Quelle des Lebens angesehen, essentiell für das Überleben und das Wachstum aller Lebewesen. Dies spiegelt sich in der Rolle Tiamats als schöpferische Mutterfigur wider, die das Leben hervorbringt und den Ursprung der kosmischen Ordnung darstellt. Andererseits hat Wasser auch eine destruktive Seite, es kann unkontrollierbar werden, Überschwemmungen und Zerstörung bringen, was das Chaos symbolisiert. Diese Dualität ist ein markantes Merkmal von Tiamat, die sowohl als lebensspendend als auch als bedrohlich angesehen wird. Besonders bemerkenswert ist, dass diese essentiellen Fakten über die Natur des Wassers und seine duale Rolle im Leben schon damals in der mesopotamischen Mythologie erkannt und symbolisch verarbeitet wurden. Sie verdeutlichen eine tiefe, intuitive Erkenntnis der Urkräfte der Natur, die den Menschen auch heute noch als unveränderlich und allumfassend erscheinen. Tiamat repräsentiert somit die fundamentale Unvorhersehbarkeit der Natur. Das Wasser kann sowohl Ordnung bringen, etwa in Form von Flüssen, als auch Chaos, wie bei Überschwemmungen oder Stürmen. Diese Beobachtung zeigt, wie bereits in der Antike ein erstaunliches Verständnis über die Naturkräfte bestand, das in der Symbolik von Tiamat eine noch immer gültige Wahrheit über das Leben und die Unbeständigkeit der Welt widerspiegelt. Tiamats Symbolik in der Kunst des alten Mesopotamiens ist tief mit ihrer Rolle als Urgewässer und Verkörperung von Chaos und Schöpfung verbunden. Sie wurde nicht nur in religiösen Texten verehrt, sondern auch in bildlicher Form, was ihre zentrale Bedeutung in der mesopotamischen Kultur widerspiegelt. Tiamat wird in Kunstwerken häufig durch Schlangen- oder Drachenformen dargestellt, die als mächtige und gefährliche Wesen das Chaos symbolisieren, das sie sowohl hervorrufen als auch kontrollieren kann. Diese Darstellungen finden sich auf Siegeln, die als Ziergegenstände und oft auch als Symbol für Macht und Schutz dienten. Sie wurden in Tempeln, auf Stelen und anderen monumentalen Kunstwerken verwendet, um sowohl das Göttliche als auch das Bedrohliche zu kennzeichnen. In der religiösen Architektur Mesopotamiens wurde Tiamat als monströse, bedrohliche Gestalt dargestellt, um den Schutz vor Chaos und Zerstörung zu symbolisieren. Ihre bildlichen Darstellungen dienten der Erinnerung an die Urkräfte der Natur und wurden als Schutzsymbole in Tempeln und heiligen Räumen integriert. Die kunstvolle Darstellung von Tiamat verdeutlichte die ständige Auseinandersetzung der Menschen mit den Naturgewalten und der Notwendigkeit, diese Kräfte zu bändigen oder zu verehren. Der Name Tiamat ging über die Kunst hinaus und fand auch in späteren literarischen Texten Verwendung, wo er als Metapher für überwältigende Bedrohungen oder kosmische Kräfte genutzt wurde. In der babylonischen Schöpfungsgeschichte Enuma Elish stellt Tiamat die chaotische Urkraft dar, die es zu besiegen gilt, was in vielen späteren Kulturen wiederholt wird. Die Verbindung zwischen Tiamat und der Drachenfigur ist eine der stärksten und dauerhaftesten in der Mythologie. In der mesopotamischen Darstellung als Drachenform erscheint Tiamat als Verkörperung des Chaos, das es zu bekämpfen gilt. Diese symbolische Drachenfigur hat sich durch die Jahrhunderte gehalten und ihre Relevanz bis in die moderne Popkultur bewahrt. Tiamat als Drachen ist der früheste und direkteste Beleg für die Verbindung von Drachen und Chaos. Ihre symbolische Darstellung als furchterregendes chaotisches Wesen zeigt den Kampf der Götter gegen die Urgewalten der Natur. In der griechischen Mythologie finden sich ähnliche drachenähnliche Wesen wie Typhon und die Hydra, die Tiamat in ihrer bedrohlichen Natur ähneln und die gleichen Eigenschaften von Zerstörung und Chaos verkörpern. Beide werden als Feinde der Götter dargestellt, die besiegt werden müssen, um Ordnung wiederherzustellen.
Der Leviathan im Alten Testament wird oft als Symbol für das Chaos und als ein Wesen beschrieben, das mit Tiamat verglichen werden kann. Auch hier tritt der Drache als Symbol der Bedrohung auf, das von Gott besiegt werden muss, was auf den Ursprung dieser Symbolik in den mesopotamischen Mythen hinweist. In der ostasiatischen Kultur ist der Drache ein bedeutendes Symbol und wird mit Wohlstand und Macht assoziiert. Trotz dieser positiven Assoziationen bleibt der Drache auch hier ein Symbol für die gewaltigen und unberechenbaren Kräfte der Natur, die sowohl zerstörerisch als auch schöpferisch sein können. Insgesamt zeigt sich, dass Tiamat und ihre Drachensymbolik nicht nur eine zentrale Rolle in der mesopotamischen Kunst und Mythologie spielten, sondern ihre Bedeutung und ihre Darstellung als Symbol für Chaos und Schöpfung in verschiedenen Kulturen über die Jahrhunderte hinweg fortwirkten. Tiamat ist nicht nur ein mythologisches Wesen, sondern auch eine Reflexion der Weltanschauung der alten Mesopotamier. Sie steht für den Kampf zwischen Chaos und Ordnung, eine Thematik, die in vielen Kulturen und Epochen wiederkehrt. Ihre Geschichte wurde als Metapher für den Übergang von unstrukturierten Zuständen hin zu einer geordneten Welt interpretiert. Sie wurde sowohl als uranfängliche Muttergöttin verehrt, deren Chaos das Potenzial zur Schöpfung in sich trug, als auch als bedrohliche Figur, die die Ordnung der Welt herausforderte. Ihre Darstellung und Bedeutung schwankten zwischen Verehrung und Angst, abhängig von der Perspektive der einzelnen Kulturen und der jeweiligen Zeit. Die Art und Weise, wie Tiamat in Ritualen und Gebeten angerufen wurde, spiegelte diese duale Natur wider und machte sie zu einer komplexen Figur in der mesopotamischen Religiosität. Tiamat gehört zu einer breiten Kategorie von chaotischen Wesen in der Mythologie, die den Übergang von Urzuständen zu kosmischer Ordnung darstellen. Beispiele für ähnliche Figuren in anderen Kulturen sind der Leviathan in der biblischen Tradition, Jörmungandr, die Midgard-Schlange in der nordischen Mythologie, Amatsumikaboshi, die japanische Gottheit des Chaos. Das war der Einblick in die Bedeutung von Tiamat und ihre Rolle in den alten mesopotamischen Glaubensvorstellungen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet neue und interessante Erkenntnisse über diese faszinierende Gottheit gewinnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um keine weiteren spannenden Themen zu verpassen. Teilt eure Gedanken und Fragen in den Kommentaren, das unterstützt meinen Kanal sehr, und ich freue mich darauf, eure Gedanken und Anregungen zu diesem Thema zu hören. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.